gerade bei Heilung gibt es ja kein Ende, weil der Körper und das Umfeld, es ändert sich alles. Also wir werden ja auch älter und so weiter. Es ist ja nie gleich. Also kann man auch nicht sagen, man ist am Ende des Heilungsweges, sonst es kommen halt immer wieder Phasen, wo auch Krankheit dazugehört oder krankmachende Gedanken oder es kann ja alles Mögliche sein. Mein Körper, der reguliert sich ja tagtäglich und dadurch ist es jetzt so, dass viele, glaube ich, genau das bei dem Körper verurteilen, dass sie glauben, dass wenn er sich reguliert und wenn er eigentlich gerade in dieser Heilungsphase wieder ist, dass er Dinge loslässt, dann ist es für viele schon, sie sind wieder krank. Aber das bezeichne ich jetzt nicht als krank, weil ich meine, wir können ja immer etwas aufnehmen. Andauernd ist irgendwas in der Luft. Es kann auch, wenn du dich ganz super gesund ernährst und nur zum Gärtner deines Vertrauens gehst oder selber anbaust, hast du das ja trotzdem nicht wirklich in der Hand. Und dadurch ist aber das Schöne, also das habe ich erkennen dürfen, dass der Körper ja eben genau diese Selbstheilungskräfte hat, dass er sich immer wieder reguliert und damit habe ich gelernt, umzugehen. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr krank werden kann, also dass ich nicht keinen Schnupfen mehr kriege oder nicht auch mal eine Grippe haben könnte oder sowas. Aber so wie du wahrscheinlich auch, wir wissen einfach, okay, was kann ich meinem Körper jetzt geben? Was braucht er, um ihn jetzt zu stärken? Klar könnte man so diese Verstandsfrage sagen, habe ich vielleicht irgendwas falsch gegessen? Das habe ich eigentlich schon alles aus dem Kopf geschmissen, sondern eher so, okay, wie kann ich meinen Körper jetzt unterstützen? Und also das ist für mich so, wo ich sage, da darf es hingehen. Also da würde ich mich freuen, wenn eigentlich jeder gar nicht mehr in die Verurteilung des Körpers geht, sondern eher in diese Unterstützung. Ja, ja, das ist, aber um an den Ort zu kommen, ist man ja schon sehr stabil. Dann hat man diese ganzen Up und Downs von Krankheit und so weiter und hat so eine Stabilität erreicht und für sich erkannt, okay, hey, das funktioniert, das ist cool. Und das ist eigentlich eine tolle Definition von so einem Heilungsziel, zu sagen, an dem Punkt, wo ich stabil bin, erkenne ich, was mein Körper braucht. Ja, das stimmt. Oder? Weil dann hast du mal so ein Gleichgewicht erreicht, wo du weißt, so fühlt sich ein Gleichgewicht an. Ja. So fühlt sich an, wenn der Hormonhaushalt stimmt, wenn alles funktioniert, was funktionieren soll. Und dann kann man immer darauf zurückkommen. Dann ist es wieder mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber deine Referenz, oder? Das ist dann wieder eine Referenz. Ja, genau. Alles, was kommt. Total. Ich muss aber auch sagen, ich mag es gar nicht mehr so als Referenz sehen, weil rein theoretisch will ich mich eröffnen, dass es also sogar noch geiler werden könnte, weißt, weil also weil ich merke halt schon, gell, wenn wir immer so eine Referenz oder so einen Vergleich haben, dann fällt uns manchmal gar nicht auf, dass wir uns sogar noch weiterentwickeln und dass es eben nur, wie du sagst, einfach so diese Welle manchmal ist. Und nach dieser Welle kommt ja wieder dieser Aufstieg und weißt du, was mir da total geholfen hat und das brauche ich immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da nicht manchmal selber wieder so umkipp und mir denke so, irgendwie verstehe ich gar nichts mehr, sondern ich habe mir da auch mal eine Liste geschrieben, in den Momenten, wo es mir nicht so gut geht, dass ich da einfach wieder zurückgreifen kann und einfach lese, okay, heute zum Beispiel zweifle ich an mir, heute fühle ich mich nicht so wohl, heute finde ich alles im Leben nicht so gut, also merke ich, dass ich halt mehr im Negativen bin und wenn das sowas ist, dann hole ich mir diese Liste raus und erkenne, okay, heute bin ich so in meiner Zwiderwurzenergie, sage ich dann immer. Und dann erkenne ich diese Zwiderwurzenergie an und versuche halt dann trotzdem liebevoll zu mir zu sein. Aber ja, ich glaube, wie du sagst, es ist so ein Prozess, gell? Also früher konnte ich das auch nicht. Also früher bin ich da auch oft so, kennst du diese Gedanken so, warum ich? Jetzt habe ich doch
so darauf geachtet. Ich habe doch so perfekt gegessen und die anderen essen doch viel ungesünder und haben das alles nicht. Also die Gedanken, die habe ich jetzt nicht mehr so, aber die waren früher so präsent. Mhm. Ja. Ja, sowieso das Vergleichen. Ich denke, das ist auch etwas, wenn man so in sein Gleichgewicht kommen darf, dass man sich so gut spürt und dass die eigene Körperintelligenz so aktiviert ist, dass man das gar nicht braucht, sich bei den anderen wie anzulehnen, weißt du, und sie zu spüren, um Sicherheit zu bekommen. Weil wenn wir immer versuchen, im Außen zu sein, versuchen wir ja eigentlich in Berührung mit anderen zu kommen, um unsere Mitte zu spüren. Aber wenn wir von uns aus in unserer Mitte sind, dann brauchen wir diese Außenberührung nicht. Das heißt, diese Vergleiche brauchen wir nicht, sonst wir können in diese Innenschau gehen. Das klingt total crazy, aber es ist eigentlich genau, das ist für mich Gesundheit. Wenn, egal wie schlecht es mir geht und wenn ich mal einen Downer habe, wenn ich eine Grippe habe, egal was, wenn die Innenschau funktioniert und ich in Verbindung mit meinem inneren Ich bin, dann habe ich diese Resilienz, das zu überwinden und dann fühle ich mich gar nicht so aufgeschmissen, wie es mal war, als ich so krank war und mich nicht mehr spüren konnte. Ja, ja. Ja, das ist super gut, wie du das sagst. Also, wie ist es bei dir, dass du sagst, okay, du kommst in diese innere Mitte? Also, dass wir da vielleicht auch mal sagen, wie man das vielleicht, also wie du das machst, dass du in deiner Mitte bist. Mhm. Das war aber ein langer Weg. Das wäre jetzt mega geil, wenn ich einfach sagen könnte, ich habe da diese eine Meditation und wenn du die machst, dann bist du in deiner Mitte. Leider nicht, leider nicht. Ja, verstehe ich. Ja, also es war echt so, es waren viele verschiedene Sachen, aber also ich war ja so krank und so weit entfernt von meiner Mitte und mit Brain Fog und allem Mögliche, dass es schon diese Meditation war zuerst mal. Das war, man kann die jetzt noch finden auf YouTube, die heißt Hypnose autogenes Training. Und das war die mir noch am besten gefallen hat von der Stimme und so. Und da habe ich einfach mal gelernt, meinen Körper wahrzunehmen. Und das war schon wow, weil vorher habe ich meinen Körper schon wahrgenommen, wenn ich in den Spiegel geschaut habe oder wenn ich mich angezogen habe. Aber es war immer äußerlich, es war nicht so innerlich. Und was habe ich da alles? Ich habe da einzelne Knochen. Und so. Das auf jeden Fall. Und dann die Reinigung, mein Kopf, der hat sich immer angefühlt wie in einem Sumpf oder in einer Wolke. Und ich konnte gar keine klaren Gedanken fassen. Und auch wenn jemand von außen was gesagt hat, das war total verwirrend und meine Gedanken waren noch verwirrender. Und die Reinigung, die ich gemacht habe nach Anthony William, die hat da wirklich diesen Sumpf gereinigt mal. Wo ich dann wusste, okay, so sieht die Welt aus, wenn ich nicht durch eine Mattscheibe schaue. Aber dann war der große Hack irgendwie, dass ich dann gemerkt habe, oh Scheiße, da lief echt viel daneben in meinem Leben bisher. Und dann ging es in die nächste Schicht mit der Traumatherapie. Und dann, ich sage immer, es ging nie daran vorbei, dass ich nicht ins Fühlen ging. Also das mit dem Brain Fog und dieser Mattscheibe war ich ja mega weit weg vom Fühlen, was einerseits irgendwie gut war, weil dann war ich krank und zu schwach, um zu fühlen. Das war ja auch irgendein Schutz, auch wenn er nicht geil war und ich wollte ihn auch nicht. Aber es war trotzdem ein Schutz von dem, was ich alles Traumatisches erlebt hatte. Und dann war das alles weg und dann war da dieses scheiß Trauma, sage ich mal so. Und dann durfte ich mit dem noch in Beziehung treten. Und das war dann so das obendrauf, was mich wirklich zu mir, zu meinem Ursprung, zu der kleinen Priscilla, die da auf die Welt kommen durfte und dann halt dumme Sachen erlebt hat. Das durfte ich dann anschauen. Dumme Sachen erlebt hat. Andererseits, gell, es hat dich ja zu der Priscilla gemacht, die du jetzt bist. Ja.
Genau, also das ist so, ich habe mir nämlich gestern, ich habe mir das nie angeguckt, ich habe mir gestern auf Netflix von Tony Robbins diesen I'm Not Your Guru angeschaut. Ich habe das noch nie vorher geguckt und ich fand es so geil, wie er auch gesagt hat, er ist eigentlich auch seiner Mutter und allen Situationen, die in seinem Leben waren, so dankbar, weil die ihn ja dazu geformt haben, genau jetzt das ausüben zu können, was er macht. Ja. Und deswegen ist für mich auch all die Krankheiten, die ich hatte, gell, die sind so eigentlich das totale Potenzial gewesen, da jetzt zu sein, wo ich jetzt bin. Weil, wie du auch weißt, einerseits versteht man oder kann man mehr mitfühlen mit anderen Menschen dadurch, wie es ihnen geht. Andererseits, und das ist eigentlich so krass, waren meine Krankheiten immer so ein Katalysator, um zu wachsen. Also es war irgendwie immer so, weißt du, ich bin nie stehen geblieben. Also es gab nie so eine Stagnation, sondern einerseits vielleicht manchmal auch so ein bisschen krankhaft, dass man immer nach einer Lösung gesucht hat, gell? Und so, wo finde ich denn die Lösung, damit ich komplett gesund werde? Aber andererseits habe ich in der Zeit so viel gelernt, auch so viel gelernt, was jetzt nicht so zu mir passt oder wo ich gemerkt habe, hey, gehe ich nicht in Resonanz. Und deswegen ist so, ich glaube, wir verurteilen Kranksein immer so, aber also ich muss echt sagen, im Nachhinein war das so der Weg, wie du sagst, da habe ich auch irgendwo meine Berufung gefunden, dass mir das total Spaß macht und habe damals ja eben dann Diätologin gelernt und bei mir war es halt auch so der Ernährungsansatz, der am Anfang sehr präsent war und dann bin ich eigentlich zu der Entgiftung gekommen und bei mir war es aber nicht Anthony Williams. Also bei mir war das nicht der Einstieg, Entgiftung zum Beispiel. Bei mir war es auch, ich weiß nicht, ob, die sagte bestimmt was, Jens Schurer war viel so mit Basenfasten und sowas war ein Anfang. Dann war so Darmreinigungen und dann irgendwann, genau, habe ich Andreas Moritz, die Leberreinigung, ganz viel gemacht sogar. Ja. Wow, Hardcore. Die waren Hardcore, das war manchmal wie so eine OP. Ja. Das war wirklich krass, ja. Ja, auch da, weißt, habe ich gemerkt, okay, was ist der Unterschied? Und dann habe ich mal Anthony Williams gemacht und spannenderweise habe ich aber meine Darmthematik, hatte ich davor schon wegbekommen. Also Anthony Williams war eher noch so die Reinigung über die Haut. Also da haben mir die 28 Tage für die Haut total geholfen, weil wie du sagst, schon vorher mit den ganzen Mundspülungen und Körperunterstützungen, da war auch so dieser Nebel. Ich hatte auch immer so einen Nebel im Kopf. Also wenn man so vor dem PC gehockt ist, früher, wie ich in der Klinik gearbeitet habe, dann hatte ich immer so einen Nebel. Ich habe irgendwie das gar nicht gescheit gesehen. Das ist, wenn man manchmal in der Früh aufwacht und denkt sich so, irgendwie. Und deswegen, wie du sagst, also ich bin dem allen so dankbar, weil jetzt viel mehr Raum im Körper ist und dadurch so viel Klarheit. Also deswegen, vielleicht dürfen wir alle Krankheit mehr als Chance sehen. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Im Moment, wenn der Schmerz da ist, ist es natürlich mega bescheiden. Oh Gott, ja. Aber wenn man es überwunden hat, ist es wie auf den Berg steigen. Wenn man dann oben ist und die Aussicht sieht, dann ist es mega. Und ich glaube, das ist auch das wirklich, was in den Meditationen mir immer geholfen hat, weil da geht es ja immer darum, dass man diese innere Reise macht und dann auch sich Dinge vorstellt, die jetzt noch nicht sind, aber der Körper spürt sie in dem Moment. Und das hat mir so enorm geholfen in der Zeit auch. Einfach das schon zu fühlen, was sein könnte. Also auch die jetzt noch mittendrin stecken, in dieser bescheidenen Phase, ist Meditation und sich vorstellen, was man sich im Leben wünscht. Und wenn das ein Ponyhof ist, dann ist es der Ponyhof und dann ist es das Gefühl, man bürstet die Ponys auf diesem Hof, was man sich wirklich geben kann. Ja, und danach ist alles möglich. Wenn man da mal in seiner Mitte ist so viel möglich, weil, und das finde ich das Krasse, was einem die Krankheit bringt.
wenn man es geschafft hat, sich selber zu heilen, man wird ja so selbstbewusst. Selbstbewusst. Also nicht nur, man spürt seine innere Mitte, man spürt sich, man weiß, wer man ist, sondern man hat dann diese Energie, wirklich Dinge ins Leben rauszutransportieren und für sich einzustehen und Dinge abzuschneiden, die einen krank machen und Dinge reinzuholen, wo man weiß, da blühe ich auf. Total. Also zum Beispiel, ich finde es auch so spannend, um vielleicht auch mal zu zeigen, dass ja das immer so eine Reise ist. Also gerade im Moment merke ich zum Beispiel durch die aktuelle Situation, dass ich da auch gechallenged werde, weiter quasi erstens bei mir zu bleiben und dadurch auch mehr so meine Stärke, wie du sagst, eigentlich Selbstbewusstsein auch zu stärken und auch zum Beispiel ehrlich und aufrichtig zu sein. Also das merke ich so total und das bewegt meinen Körper richtig. Also zurzeit merke ich wirklich, dass ich meinen Körper, also auch meinen Darm wieder mehr unterstützen darf, dass er da mir wirklich Zeichen gibt. Und aber jetzt nicht, dass ich Schmerzen hätte oder so, aber ich merke, okay, da grummelt mehr, da arbeitet mehr. Und auch da wirklich so merke ich richtig in jeder Lebensphase, wie eben das Seelische und der Körper immer so miteinander zusammenspielt. Und da eben gerade merke ich so durch die Situation, wie das eben auch auf uns körperlich einwirkt und auch wie das Immunsystem da ja auch so herausgefordert wird in vielerlei Hinsicht. Und wie du sagst, also da hilft mir Meditation, da hilft mir eben wieder Stabilität rein theoretisch über die Ernährung. Und das finde ich so spannend. Wir suchen immer alles so im Außen, gell? So diese Stabilität und dieses, also zumindest habe ich es früher auch immer gemacht. Und da jetzt wieder, das ist ja dieses Körperbewusstsein wieder bewusst, gell, zu sich zurückzukehren und sich selbst da reinzufühlen und echt mal ehrlich und aufrichtig sich selbst die Frage stellen, hey, was würde mir denn jetzt wirklich gut tun? Und ich bin ehrlich, früher wusste ich das nicht. Früher hatte ich keine Ahnung. Also ich meine, da hätte ich mir diese Frage gar nicht stellen brauchen. Weil da, glaube ich, also mein Körper war noch so vorprogrammiert von Kindheitstagen mit jeden Tag eine Wurst, ja, schön Spezi und Cola und also jetzt nicht, als wäre ich total ungesund aufgewachsen, aber gut, dass meine Eltern jetzt da nicht zugucken. aber mein Gott, das war halt so die Jugendzeit, gell? Und da, wenn ich früher mir die Frage gestellt hätte, was mir gut tut, ich glaube, dann wäre wirklich so genau der Impuls gekommen. So, jetzt ist der Leberkassemi und dann gibt es noch ein schönes Fanta und so. Und da wieder zu diesem Bewusstsein zu kommen, also da merke ich, wie das Außen gerade wieder mehr sogar zu sich bringt. Also die Situation, die bringt aktuell uns ja auch viel wieder mehr so bei uns anzukommen. Ja, genau. Also gerade wenn man sich auch gegen die Empfehlung im Moment entscheidet, so wie ich es mache. Also ich habe mich bis jetzt nicht impfen lassen, einfach weil ich auf noch Langzeitstudien erwarte und die kommen, die fördern nicht so mein Vertrauen. Bin ich voll bei dir. Genau, vielleicht kommt noch ein besserer Impfstoff, aber keine Ahnung. Aber eben, dann warte ich halt ab. Ich bin ja sehr studieninteressiert und da habe ich mir auch gedacht, der Druck, der eigentlich entstanden ist, war dann auch wieder speziell zu beobachten, da berühren mich eigentlich die Leben der anderen und was sie beschäftigt, was sie in Aufruhr bringt. Und wenn ich mir wirklich Zeit nehme und in mich horche und überlege, okay, ich will jetzt noch warten, weil das und das stimmt für mich nicht, dann weiß ich in meiner Mitte ja, was dran ist. Aber das Außen, das war schon, also das habe ich noch nie erlebt oder ich glaube wenige von uns, dass das so global etwas so krass diskutiert wird und in eine Richtung gegangen wird.
Und Deswegen meine ich ja, diese innere Stärke, die du ja auch jetzt erlangt hast. Ich glaube, wenn du vieles nicht durchgemacht hättest, dann würdest du auch viel mehr wanken. Ja, genau. Ich würd dann denken, okay, wenn es jeder macht, dann stimmt das schon. Oder wenn es die Weißkittel sagen, dann stimmt das schon. Aber durch meine Geschichte weiß ich ja, dass man doch nicht so viel weiß. Ja, du hast halt wirklich so eine schöne Freundschaft mit dem Körper entwickelt, dass du weißt, hey, er ist für dich, gell? Und nicht gegen dich. Also, das ist ja das Schöne. Ja. Ja, genau. Und trotzdem auch diese Ängste, die immer wieder gekommen sind. Ich meine, Corona ist nicht nichts. Es ist auch einfach ein Scheißvirus und kann vieles wieder auslösen und reaktivieren. Ja. Und da eben nicht in diesen Panikmodus zu gehen und schon Respekt davor zu haben, vor allen Lebewesen, ob das jetzt die Kuh ist oder die Katze oder der Virus. Einen gewissen Respekt ist ja mega. Aber dann zu schauen, okay, ich gehe respektvoll mit der Situation um und wir werden irgendwann in Beziehung treten miteinander. Das ist gegeben. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ja. Ja, total. Schön. Ja, weil das ist ja auch so spannend einfach mit Krankheit. Deswegen meine ich so das Thema an sich, ich glaube, jeder hat eine andere Definition auch von Krankheit. Das ist so, ich habe mich jetzt in letzter Zeit ganz viel mit Worte beschäftigt. Und wenn wir überlegen, weißt du, hast andere Eltern als ich. Ja, das heißt, so wie wir aufgewachsen sind, ist es ja schon mal ein Wunder, dass wir uns gegenseitig verstehen. Dass wir uns irgendwie kommunizieren können miteinander. Und da finde ich das auch immer spannend, dass wenn wir reden, dann hat also ich habe bestimmt eine andere Vorstellung von Kranksein, vielleicht haben wir eine sehr ähnliche Vorstellung, aber wie manch jemand anderer. Und wie du sagst, schau, also so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist Krankheit in vielerlei Hinsicht für uns eine Chance geworden. Und für manche ist Krankheit aber etwas, wo sie so unglaublich viel Angst davor haben. War das bei dir auch so, dass du sagst, früher habe ich wirklich totale Angst gehabt, da auch nicht mehr rauszukommen? Oder? Mega. Ja. Mega, mega. Und ich denke, das ist auch gerade das, was im Moment passiert. Ich glaube, wir haben so eine große Angst vor diesem Virus, auch weil es sein kann, dass wir das Leben wie bisher nicht mehr so bestreiten können. Und ich glaube, gesellschaftlich gesehen ist das eigentlich das Schlimmste, dass man eben zum Beispiel das Chronic Fatigue Syndrom bekommt und man einfach nicht mehr so leistungsfähig ist. Und ich war gerade vor ein paar Tagen mit Freunden im Wallis und wir sind den Berg hochspaziert. Und der Pierre, der vorangegangen ist und den Wald gezeigt hat, der ist super sportlich. Und seine Frau hat irgendwie vor 2-3 Wochen ihr zweites Baby bekommen. Und wir waren so mega langsam. Ich habe sehr schwer geatmet, weil ich eben dieses Chronic Fatigue Syndrom hatte und meine Lungenleistung ist noch nicht so toll und ich bin auch nicht mehr so sportlich, wie ich es früher war. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich genieße es einfach, dass ich mit euch den Berg hochkommen kann. Und es ist egal. Es ist wirklich egal, dass ich das nicht mehr so kann wie du. Es ist völlig in Ordnung. Ich bin da einfach angekommen und es ist ein Teil meiner Geschichte und es darf sein. Und das ist auch Heilung auf einer Ebene. Zu sagen, etwas, was im Körper wie verloren gegangen ist, und wer weiß, vielleicht kann ich ja mit 60, 70 mega sportlich die Berge hoch. Aber im Moment ist es so, genau. Und wir haben auch darüber geredet und ich habe gesagt, weißt du was, ich glaube, die Menschheit hat sich jetzt zum Beispiel für diese Impfung entschieden, einfach aus der Angst heraus eigentlich nicht mehr funktionieren zu können oder Abstriche machen zu müssen in dem Leistungsdenken. Aber man macht zugleich Abstriche im Leben, weil
du hast so Angst, ein Risiko einzugehen, dann gibst du dir lieber irgendetwas, was die Allgemeinheit sich gibt. Aber es ist nicht mal garantiert, ob es funktioniert. Aber alle stürzen sich drauf, weil das Motto ist, ich muss funktionieren. Eigentlich sagt das viel mehr über uns Menschen aus, als über einen Virus. Also wir wollen ums Verrecken funktionieren und nie irgendeine Einbüßung machen. Wir sollen immer genauso funktionieren. Es darf nie so sein. Das ist einfach überhaupt nicht lebendig, Schluss am Ende. Das ist ja, also ja, ich frage mich dann, wie man in ein Auto steigen soll oder irgendwas machen soll, wenn man nicht das Risiko eingeht, dass es mal irgendwo einen Downer gibt. Und auf den Punkt ist super eingegangen, weil es ist echt so, dass Heilung ja nur entstehen kann, wenn wir genau dieses Risiko eingehen. Also das habe ich für mich bemerkt, wenn ich quasi nie aus meiner Komfortzone rausgegangen wäre, wenn ich mich nie etwas getraut hätte, dann wäre ich nicht gesund oder heil oder wie auch immer, ja, und das jeden Tag. Also ich challenge mich wirklich jeden Tag aus meiner Komfortzone rauszugehen und nicht immer den gleichen Stiefel zu machen und trotzdem auch hinzuschauen, wo habe ich denn Angst? Und ich finde es so spannend, das, was halt aktuell passiert, wie du sagst, es ist halt diese Trennung und es ist dieses, jemand weiß es besser. Und also das ist meine Erfahrung, am Ende weiß ich auch nichts. Ja, am Ende weiß ich nur, ich bin Experte gefühlt für mich selbst. Aber für wen anders nicht. Also ich kann ja nur immer von mir sprechen. Und deswegen, weißt, ich erkenne langsam an, die haben Angst in der Hinsicht. Und ich habe einerseits Angst, dass jemand über meinen Körper bestimmt. Ja, und ich habe irgendwo Angst vor dieser Impfung, bin ich ehrlich. Aber weißt du was? Das interessiert niemanden. Das interessiert keine Sau. Die sagen alle, ja, mein Gott, was hast du für Angst? Was soll das, gell? Und ich denke mir, naja, aber weißt, ich akzeptiere deine Angst auch, dass du es kriegen könntest. Also ich habe aber keine Angst vor dem Virus, sondern ich habe Angst vor dieser Impfung, weil sie für mich zu wenig getestet ist. Also eigentlich haben wir doch alle Angst. Weißt du, dieses... Ja, genau, und dieses Zugeständnis, dass wir eigentlich alle einfach unwissende Wesen sind, die im Leben doch ein Stück weit improvisieren und das Beste rausholen. Ja. Und in dieser Improvisation entscheidet man sich halt für einen Weg, aber den einfach vorzugeben und zu sagen, ja, aber alle sollten den Weg einschlagen, ist halt total unlogisch. Und ja, total. Und das ist ja das, wo ich sage, also das ist auch ein Grund, warum ich jetzt reise, weil ich sage, hier in Deutschland wird es mir immer enger und das ist jetzt nicht so, also aktuell ist ja alles so Ruhe vor dem Sturm, habe ich das Gefühl, aber ich habe ja die Chance, mir andere Rahmenbedingungen zu suchen, gell? Und ich bin halt nicht so ein Fan von, ich bin jetzt Opfer und ich leide und ich jammere, wie die aktuelle Situation ist, sondern ich denke mir, okay, gut, wenn es mir nicht taugt, dann verändere ich was. Und das ist jetzt auch so spannend, weil ich stürze mich halt so ins Ungewisse, Priscilla, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, erzähl mal. Ich weiß bis heute noch nicht, wo es hingeht. Ach so! Aber die Wohnung ist gekündigt. Wohnung ist gekündigt. Also, aber schau, das ist doch die beste Veranschaulichung von dem, was passiert ist, dass du so fest verankert in deiner Mitte bist, dass du eigentlich weißt, dass es gut kommt. Also es kann ja nicht anders als gut kommen. Nein, total. Ich weiß auch, das ist so ein krasses Abenteuer und ich weiß, am Ende, wenn du ja mit Liebe auf Menschen begegnest, dann kann ja nur Liebe zurückkommen. Und das ist so was ich so oft erlebt habe, dass jetzt auch durch die aktuelle Situation, wenn jemand mich anspricht, gell, und das meinte ich mit dieser Aufrichtigkeit, dann sage ich ganz offen und ehrlich, nein, mache ich nicht. Und weißt du, ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu mir sagt, spinnst du? Habe ich also bis jetzt noch nicht erlebt. Schauen wir mal, wann das irgendwann kommt, gell? Und das finde ich immer so spannend, wenn man so einfach aus dem Herzen so ganz wahr sagt, hey, für mich fühlt es sich einfach nicht richtig an. Ich sehe dich, ich verstehe, wo du stehst, aber trotz alledem darfst du mich ja auch sehen, ja? Und
das ist so das, wo ich jetzt auch für mich gesagt habe, wie ich in Bali war, 2 Monate und wieder hierher gekommen bin in Deutschland, dann habe ich so diesen ganzen Druck auf einmal so gespürt, gell? So dieses, ja, dieser Solidaritäts Quatsch, ist wurscht. Und solidarisch, solange du mitmachst, sonst bist du ein Riesenarschloch. Ja, total. Und du bist ja dann alles Mögliche, ja. Also das sind ja Schubladendenken, ist ja hoch 10. Das ist ja unglaublich. Und ich finde es auch so spannend. Jetzt kriegen wir halt wirklich mal mit, wie es in den früheren Geschichten war. Weil ich meine, dieses Mobbing gab es schon immer. Es gab schon immer diese Spaltung, sei es weiß und schwarz, sei es hetero, Homosexualität und so weiter. Also ich meine, es gibt hier so viel Schubladendenken. Und auch das war so für mich jetzt nochmal so ein krasses Learning zu sagen, hey, ich gehe nicht in die Wertung. Ich gehe nicht in die Beurteilung, ich gehe auch nicht in den Kampf. Weil ganz ehrlich, wenn ich hier länger bleiben würde, ich glaube, ich würde kämpfen. Also ich würde irgendwann anfangen so. Und deswegen war es so für mich, dass ich gesagt habe, so, okay, ich öffne mich jetzt für alle Möglichkeiten und möchte auch so ein bisschen zeigen, hey, dass es aktuell möglich ist zu reisen. Weißt, weil es sagt dir irgendwie jeder, ich mache jetzt das, damit ich nicht mehr eingeschränkt bin. Aber das stimmt ja gar nicht. Weißt du, das stimmt ja nicht. Du kommst doch überall hin. Natürlich ist es ein bisschen aufwendiger, aber du kommst doch überall noch hin. Ja. Und da stürze ich mich jetzt rein, weil Bali hat mich echt gelehrt, wenn du mit einem offenen, liebevollen Herzen auf Menschen zugehst, dann kann dir am Ende nichts passieren. Auch wenn ich trotzdem da ein bisschen Schiss hatte, weil wie ich da 5 Tage in Quarantäne war, da dachte ich mir schon kurzzeitig so, okay. Ja, du wirst da einfach eingesperrt. Ich finde das halt schon krass, gell? Also, naja. Ja, das kennen wir gar nicht so, gell? Nee, da gab es frühere Geschichten. Das ist mein Hund. Ach so, ach süß. Der hat auch was zu sagen. Ja. Ach, schön. Ja, wir machen es ja ganz ähnlich. Wir werden jetzt Mitte Dezember losreisen als Familie in den Süden. Genau, mit dem Bus, mit den 2 Kindern. Wir haben sie aus der Schule genommen. Und einfach mal schauen. Und ich glaube auch, dass alles möglich ist und ich glaube, dass alle Türen offen sind. Ja. Ich habe es in also Italien in meinem gemerkt. Kopf ist alles offen und erschaffe ja die Welt, in der ich lebe. Total. Ich habe es auch in Italien gemerkt, gell? Mich hat keine Sau nach irgendwas gefragt. Keine. Ja. Keiner. Und ich kann auch immer sagen, alles, was das Auswärtige Amt schreibt, hat am Ende oft gar nicht gestimmt. Also das finde ich auch so spannend. Und deswegen bin ich auch echt, wie du sagst, wo geht's bei euch hin? In Süden? Irgendwo in Süden. Spanien? Spanien, Portugal. Ja. Okay. Oh, wow. Ja. Was schreiben? Damit einige was geschrieben, als totaler Lockdown in Deutschland war ich zum Eisbaden in Polen. Es gab keine Kontrollen, nichts. Ja, auch geil. Eisbaden in Polen. Sehr cool. Ja. Ach, ja, wo lassen wir uns auch diese Grenzen auferlegen? Und das ist wirklich, glaube ich, das Größte, was ich gelernt habe in meiner Krankheits- und Heilungsgeschichte. Wo, glaube ich, auch einer Diagnose. Und das ist auch etwas, was von außen gekommen ist und mich eingesperrt hat. Es hat mir gesagt, Priscilla, damit musst du lernen zu leben. Das ist halt so. Das guter Punkt, ist so. Und ich habe dann gesagt, nein, das ist nicht so. Und ich suche, bis ich meine Heilung gefunden habe. Und so war es. Ich habe gesucht, bis ich meine Heilung gefunden habe. Und das ist bei der heutigen Situation auch so. Alle sagen, so ist es. Und man darf sagen, nein, für mich fühlt es sich so nicht an und ich werde es anders machen und es wird funktionieren. Total. Das ist so cool, dass du das sagst, weil das stimmt. Also ich habe das auch schon oft gehört, dass es vielen so schwer fällt, aus dieser Diagnose wieder auszubrechen. Ja, also ich bin ehrlich gesagt so dankbar, dass ich nie
zum Arzt gegangen bin und habe mir irgendwann so eine Darmbiopsie machen lassen oder so, weil vielleicht hätte der mich auch in so eine wirkliche Schublade reingesteckt und dann wäre es für mich total schwer gewesen, da aus meiner Darmkrankheit rauszukommen. Mein Gott, keine Ahnung, ich hatte halt irgendwie Reizdarm oder andauernd war ich auf Toilette und hatte Durchfall. Weißt, ich habe es dann irgendwann nicht mehr betitelt. Ja. Ich habe es halt gefühlt und das ist ein sauguter Punkt. Also manchmal ist es vielleicht sogar wirklich besser, man kann es mit dem Verstand gar nicht greifen, sondern man erlaubt sich einfach da so einen neuen Weg zu gehen. Aber ich weiß nicht, kennst du das nicht auch, dass viele sogar manchmal hoffen, sie haben eine Diagnose, weil sie dann irgendwie, ja, sogar die Berechtigung haben, weiter zu leiden? Ja, also bei mir war es auch so, dass ich mega gehofft habe, eine Diagnose zu bekommen, um endlich die Berechtigung zu haben, krank zu sein, weil solange man keine Diagnose hat, hat man die Berechtigung auch nicht. Und ich denke, das ist auch das Spannende in der Zeit im Moment. Vielleicht ist man so enttäuscht oder so träge vom Leben, dass man sagt, diese ganzen Regeln und Einschränkungen, das erlaubt mir jetzt auch, dass ich ein eingeschränktes Leben führe. Dass halt nicht viel möglich ist. Da muss ich keine Risiken eingehen. Ja. Ich bin auch gespannt auf die Auswertung, was es psychologisch auf die Generation jetzt für einen Einfluss gehabt hat. Aber ich glaube schon, dass dieser Impact enorm sein wird von Menschen, die eben sich irgendwie daraus herausgegangen sind und gesagt haben, jetzt mache ich es genau so, wie ich eigentlich schon immer wollte und die brechen aus. Und die sagen, ich habe schon immer gesagt, die Welt ist gefährlich und sich dann noch mehr abkapseln. Also, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Abkapseln häufiger vorkommt. Ja. Genau. Ja, total. Die Gerti. Danke, Gerti. Ja, das stimmt. Also das ist so, ja, ich finde die Zeit auch super spannend. Also wirklich, man erkennt total, also ehrlich gesagt war ich sogar überrascht, weil man auf einmal, ich weiß nicht, es entlarvt so viele Menschen irgendwie so, was ihre Ansichten sind und was nicht. Und ich finde es auch super spannend, wie jeder, wie gesagt, mit der Situation umgeht. Und das ist am Ende ja auch, wie er im Leben ist. Ja, also ich meine, ich merke, ich bin halt von Grund auf schon eher so ein positiver Mensch. Also ich würde es von mir sagen, ich liebe das Leben. Also wirklich, es ist so, ja, und ich finde, und weißt du, was mich manchmal echt traurig macht, wenn ich Nachrichten bekomme oder auch Freundinnen, die dann wirklich so in ihrem Hamsterrad drin sind und dann auch immer das Negative sehen. Und das macht mich wirklich traurig, weil ich mir denke, hey, das Leben kann so schön sein. Wenn du Ja dazu sagst, ja, wenn du quasi, wie wir gesagt haben, Krankheit auch als Chance siehst und wenn du dich dafür öffnest, dass du quasi auch mal fühlen darfst und dass du genau irgendwie in Verbindung wieder mit deinem Körper kommst. Und da sehe ich zum Beispiel die Reise so total hin, dass wir sind ja hier auf der Erde, also wir haben gefühlt ja nur die Berechtigung hier zu sein, weil wir diesen Körper haben, weil wenn ich nicht in dem Körper wäre, ja, wo bin ich dann? Schwimme ich dann irgendwo im Wasser oder irgendwo im Universum oder wo auch immer? Ja. Und was wir aber so oft machen, ist, das ist egal, also das habe ich auch gemacht jetzt, ich habe oft meinen Körper verurteilt. Ich wollte den gar nicht haben und jetzt habe ich jetzt keinen schieren Körper oder irgendwas, also keinen schönen Körper, ich Hochdeutsch sage. Aber das ist eben so spannend. Du siehst total, die Menschen, die sehr locker mit der aktuellen Situation umgehen, sind die den Raum in ihrem Körper eingenommen haben. Das ist so, wie du sagst, die einfach mehr in dieser inneren Mitte sind. Und die wo jetzt anfangen, so zu straucheln und die diese Ängste sehr stark spüren oder andere beschimpfen oder quasi ihre Meinung bestärken wollen, weil sie wollen natürlich auch nicht im Nachhinein sagen, ich habe was falsch gemacht. Da merke ich, dass die oft sehr entfernt sind von ihrem Körper. Und das
da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man eben so Reinigung und Entgiftungen, da kommt man sich so nahe wieder, also seinem Körper, gell? Man fühlt wieder viel, viel mehr, weil quasi ja auch wieder die Möglichkeit ist, dass Seele und Geist so schön diesen Raum einnehmen. Ja, ja, das hast du jetzt so schön auf den Punkt gebracht. Ja, es ist wirklich so eine spannende Zeit. Ich denke auch, ich bin da vom Gedankengut wie du. Ich liebe das Leben. Ich habe das auch immer gesagt, als ich krank war. Aber ich liebe doch das Leben. Warum meint es das Leben so schlecht mit mir? Ich verstehe es nicht. Ich liebe es zu leben. Und jetzt auch in der Situation, es ging mir ein paar Mal richtig, richtig beschissen. Wegen dem Druck und weil ich es mir nicht gewohnt bin. Ich bin es mir auch überhaupt nicht gewohnt, dass mir Leute vorschreiben, was ich tun und machen soll. Finde ich mega uncool. Bin ich nicht der Typ bei mir so. Das verstehe ich, ja. Genau. Und dann zu sagen, okay, wieder die Mitte finden, wieder zu mir finden und dann aber auch die Dankbarkeit entwickeln, dass meine Seele sich entschieden hat, zu dem Zeitpunkt jetzt hier auf der Erde zu sein, wo alles so durcheinander gerät. Und dann sage ich so, wie geil ist das denn? Also ich gehe mal davon aus, dass meine Seele echt, sie ist schon ziemlich cool. Ich bin sehr gerne meine Seele. Also war das eine richtig geile Idee und dann rocken wir das jetzt auch. Wir rocken das und das wird gut und wir spreaden Love, Hoffnung und alles raus. Energieerhöhung ohne Ende und dann wird es mega, Voll. Ich habe mir auch, also ich habe heute spannenderweise mich Mittag mit einer Freundin getroffen und dann habe ich genau das auch zu ihr gesagt, ja, also unsere Seelen haben sich ja diesen Zeitpunkt ausgesucht. Und sie so, nein, meine nicht. Und ich so, naja, aber du bist gerade da. Und ich sage, ja, okay. Und ich muss aber auch sagen, manchmal kommt der Gedanke schon so hoch, okay. Ja, anscheinend hat diese Zeit ein Geschenk für mich, ja, so absolut in meine Stärke zu kommen oder mir auch wirklich zu erlauben, eben stark trotzdem meine Wahrheit zu sprechen, auch wenn es nicht jedem seine Wahrheit ist. Und da ist zum Beispiel auch, und das da finde ich ja so den Körper so spannend, weil er zeigt ja uns immer so mit, also da tue ich so gern nachlesen, weil mich das so interessiert, was so Körpersignale mit dem Seelischen zu tun haben, gell? Das glaube ich, da hast dich auch schon viel reingelesen. Ja, mega spannend. Und bei mir, da haben wir ja letztes Mal in dem Live auch gesprochen, ich kann ja eigentlich nicht rülpsen. Also es ist nicht so, dass ich es nicht gerne tun würde, aber ich tue mir eben so schwer. Und weißt du, auf was ich drauf gekommen bin? Ich bin da wirklich in eine Meditation, bin ich reingegangen und habe da reingefühlt. Und dann habe ich richtig gemerkt, es hat viel auch mit seiner Wahrheit zum Sprechen nochmal zu tun. Und zwar in der Hinsicht, wenn quasi, also bei mir war es immer so, wenn andere Menschen vor mir gejammert haben oder in ihrer Opferrolle waren, dann habe ich runtergeschluckt. Weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, sie jetzt zu missionieren oder ihnen zu sagen, hey, jammer nicht rum. Aber weißt du, ich habe ja in dem Moment total meine Wahrheit untergraben. Und dann habe ich da angefangen und seitdem, also ich kann noch nicht richtig rülpsen, jetzt pass auf, aber ein bisschen. Ja. Also es wird sehr gut, lass es raus. Ja, ich hab wirklich daran gearbeitet, mich zu trauen, aufrichtig auch in Situationen, die mir unangenehm sind, jetzt auszusprechen, ja, und zwar liebevoll, ja, weil was halt sonst oft passiert ist, dass man zum Beispiel weiß, also bei mir war das immer so, ich habe das so lange angestaut, wenn mich Sachen aufgeregt haben und dann bin ich halt irgendwann total explodiert und die Leute haben überhaupt nicht verstanden, was ist denn jetzt los mit ihr? Und das fand ich eben so spannend nochmal, dass ich jetzt weiß, da war auch Wut, also da war auch ganz viel Wut drin, weil ich mir auch immer so immer dieses Runterschlucken, so dieses, ja, man muss jeden seinen Weg gehen lassen und so weiter. Ja, total, absolut. Aber trotzdem muss ich ja nicht meine Wahrheit runterschlucken. Deswegen, also Rülpsen ist on Tour. Ja. Da hast du anscheinend kein Problem damit. Nein.
Ja, so gut, so gut. Wow. Ja, ich denke, das ist so schön, dir zuzuhören und man spürt es auch richtig und wenn ich dir in die Augen schaue, wenn du das erzählst, das ist da, weißt du, das ist echt, da springt der Funken und ich glaube, das ist genau dieser seelische Teil, den wir halt hier und jetzt heraustragen dürfen und jede einzelne Seele, die jetzt wach ist und sagt, geil, das ist ein toller Moment, ich darf jetzt einfach mich sein und meine Wahrheit leben. Das gibt eine tolle Energieerhöhung und wir stecken damit ganz viele Menschen an und alle stecken sich gegenseitig an und das ist dann die geilste Pandemie ever. Ja, wir dürfen, das habe ich letztens mit meiner Mom, da habe ich im Auto getanzt, unser Freudevirus ist ansteckend, ja, und zwar eigentlich dürfen wir ja ansteckend wirken, aber in Liebe oder in Freude. Ja, genau. Und wie du sagst, ja, also da, ich erlaube mir immer mehr quasi, mich nicht mehr halt klein zu machen, sondern trotzdem auch zu sagen, hey, du darfst deine Meinung haben, ist klar, aber ich genauso und ich schluck nicht mehr runter. Und das aber in Liebe. Ja, da übe ich. Ich übe dran. Ja, ich glaube, wir alle. Ja. Das ist die größte Herausforderung, weil ja, wir sind halt auch so Herdentiere und wir wollen ja geliebt werden und total verschiedene Meinungen, das macht enorm etwas mit einem. Unsicherheiten oder alte Traumata oder alte Wunden, die getriggert werden. Das ist alles, das geht tief. Das heißt, wenn man sich entscheidet, nicht mit dem Strom zu schwimmen, dann muss man sich mit sich selber auseinandersetzen. Das Gleiche ist, wenn du krank bist und dich für den Heilungsweg entscheidest. Das wird mega anstrengend, weil krank zu bleiben ist auch mega bescheiden, aber es drängt dich nicht so in die Tiefe deiner selbst wie der Heilungsweg. Weil da bist du auf dich alleine gestellt. Und auch wenn du dich entscheidest, nicht mit dem Strom zu schwimmen, musst du dich auch gezwungenerweise mit dich selbst beschäftigen. Da geht nichts dran vorbei. Warum tut mir das jetzt so weh? Warum denken die anderen oder sehen die anderen die Welt anders als ich? Ach so, vielleicht deswegen, warum habe ich das und so weiter. Reflexion ist halt mega anstrengend. Und in der heutigen Zeit haben wir eh keine Zeit dafür, weil wir sollen ja funktionieren und arbeiten und nicht nachdenken. Ja, total. Mir hat da jetzt letztens, also ich finde es auch wirklich schön, also ich habe eine Meditationslehrerin von mir und mit der mache ich dann auch manchmal so Gespräche einfach übers Leben und die hat mir etwas ganz Schönes gesagt und spannenderweise bedeutet es am Ende mein Name, also mein Energiename. Also Christina ist ja mein ursprünglicher Name und Ashwinia ist mein Energiename und das sind so einzelne Sanskrit-Bishas. Und sie hat zu mir gesagt, was sie halt so fühlt, ist, dass ich mich immer wieder öffnen darf. Also immer wieder, weißt du, so empfänglich zu machen, offen zu sein, nicht zu verschließen. Also das merke ich auch, wenn man eher sehr schlank ist, wir verschließen uns schnell eben vom Außen und dass ich halt trotzdem offen bleibe, auch wenn mir das nicht gefällt. Gell? Also offen, empfänglich zu bleiben und dann quasi mir erlaube, im Fluss meine Wahrheit zu sprechen. Also eigentlich ist es so Schönheit in Bewegung, aber Schönheit ist mit Wahrheit verknüpft, weil du kannst erst die wirkliche Schönheit erkennen, wenn du dir erlaubst, deine wahre Natur zu leben. Und dann quasi im Fluss ins Herz zu gehen und immer wieder ins Herz reinzufühlen und zu fühlen, hey, bleibt es leicht oder zieht sich's zusammen? Und das sind die einzelnen Bishas, weil A ist das Öffnen, SH ist diese Schönheit in Bewegung, Win ist im Fluss und Ja ist ins Herz. Und das wusste ich gar nicht. Also das hat sie mir halt gesagt und auf einmal war so, ja genau so, boah. Und am Ende, weißt du, das ist bei jedem so. Also am Ende, glaube ich, ist genau das unser aller Weg, dass wir uns eben nicht verschließen. Egal für wen. Egal, ob es für eine Krankheit ist oder irgendwas, sondern wir öffnen uns für den Moment. Und dann erlauben wir uns immer tiefer zu fühlen, was ist die wirkliche Wahrheit. Und nicht, was ist das, was ich gewohnt bin, was ist die Illusion, die mir gezeigt wird.
Und dann ist deine Referenz dein Herz. Und dir zu erlauben, wie du sagst, tiefer zu spüren, ja, das kann schmerzhaft sein und das spürst du, wenn es sich Herz so zusammenzieht. Aber wenn du dann dir erlaubst, immer wieder mehr zu dir zu kommen, zu deiner wahren Natur, dann wird es wieder leicht und dann kann man wieder durchatmen. Und ich sag's dir, das ist gerade so mein ewiges Training. Ich merke irgendwas, was mich stört, dann öffne ich mich, ich öffne mich. Ja. Und wenn das jeder tun würde, gell? Jeder tun würde, nicht weiter zu verschließen, sondern dass wir eigentlich ist es am Ende Liebe zulassen. Boah, ich glaube, dann wäre alles anders. Ja, wir haben einfach so viel Angst vor diesem inneren Schmerz. Wir haben so viel Angst, dass wir den verdrängen. Aber es geht wirklich nichts daran vorbei. Du hast anfangs mich gefragt, wie ich denn zu meiner inneren Mitte gekommen bin. Und das ist wirklich die Antwort. Das, was du jetzt beschrieben hast, das ist die Antwort. Das ist das Lernen zu fühlen. Es ist die Gefühlearbeit. Es ist das Zulassen. Ich darf Freude, Trauer, Scham, Wut, alles spüren, aber eben nicht nach außen transportieren und andere Menschen verletzen damit, sonst wirklich reinzugehen, zu fühlen, was macht es mit mir und dann das Weinen zulassen oder auch mal das irgendwo in den Wald schreien zulassen oder keine Ahnung. Oder ins Kissen oder was. Ja, genau. Genau, ja. Genau, die Edona schreibt, und vor Ablehnung, obwohl wir uns selbst ablehnen, wenn wir unsere Wahrheit verbergen. Genau, wir haben einerseits Angst, dass wir auf Ablehnung stoßen, nehmen aber in Kauf, dass wir uns selbst ablehnen. Boah, brutal. Ja. Brutal. Absolut. Also mir wurde natürlich schon klar bewusst und ich glaube, am Ende haben wir das Thema alle. Wir glauben immer alle, wir sind nicht genug. Ja, und wir glauben immer, und am Ende wollen wir alle nur geliebt werden. Also das ist so dieses, wir wollen eigentlich geliebt werden und haben aber so fucking Angst vor dieser Verletzung. Und da sind wir wieder bei dem Risiko, was wir vorher hatten. Ja. Wie können wir denn überhaupt wissen, was diese wahrhaftige Liebe ist, wenn wir nicht mal selber wahrhaftig uns erlauben, wir zu sein, unsere Natur zu leben? Und spannenderweise, ich habe letztens im Workshop, hat mich einige gefragt, naja, aber dann kann ich ja nie eine Beziehung eingehen. Und dann habe ich gesagt, naja, doch, eigentlich schon, weil am Ende hilft dir sogar eine Partnerschaft oder eine Beziehung ja auch zu zeigen, wo du dich immer weiter dafür öffnen darfst. Und am Ende hat jeder von uns ja diesen Moment schon gehabt. Also das ist ja nicht so, dass wir sind doch in unserer Liebe. Also wir müssen das ja nicht wieder lernen oder irgendwas. Naja, vielleicht wieder erkennen, dass wir sind, aber wir haben das ja alles so. Und das ist so spannend. Eine Krankheit hilft dir ja wieder dahin zu kommen. Und das ist ja auch diese Ängste und so weiter, die helfen dir in dem Moment, gell, wenn du sie so anschaust und wie du sagst, nach innen schaust und aufrichtig da lässt, dass du wieder diese Liebe in dir spürst. Und in dem Moment, also ich habe da mal so Momente gehabt, wirklich vor einer Woche, ich sag's dir, da bin ich nach der Medi, da bin ich raus, ich musste über mich selbst lachen. Also einerseits habe ich geheult und ich habe gelacht und dann war ich aber so mit Liebe, also ich habe so die Liebe in mir gespürt und dann bin ich um den See gegangen und ich sag's dir, das war magisch. Die Leute sind so freudestrahlend auf mich zu und da war halt so ein Hund, weißt du, der halt immer so spazieren geht und so ein Baby. Ich habe das noch nie erlebt, dass Menschen so krass auf mich reagiert haben. Und es ist einfach, weil man da in so einem Moment war, wo man sich selbst komplett zulässt. Ja, auch diese wenn man Annahme. weiß, ja. Genau. Auch und wenn das man, ist spürbar. Genau. Genau. Und das, was wir halt jetzt alle spüren, und vor allem wir sehr sensiblen Menschen, ist, dass diese Annahme gerade nicht erlaubt ist. Es ist alles auf Schutz und Achtung und Distanz. Und das war halt schon eine sehr schwierige Zeit für uns. Aber ich glaube wirklich, dass unsere Zeit jetzt kommt, dass nämlich genau diese Menschen, die so sensibel sind, schlussendlich der Leim sind der Gesellschaft und die Menschen wieder zusammenführt. Da, wo andere den Kontakt verloren haben und nur noch in der Angst verweilen.
dass wir da sein dürfen und zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man fühlt. Ja. Ja, das glaube ich wirklich. Deswegen bin ich so guter Dinge. Ja, total. Also ich mal jetzt auch nicht den Teufel an die Wand oder so. Ich glaube da auch schon noch an das Gute. Und gleichzeitig merke ich aber trotzdem manchmal, wo ich mir denke so, okay, weiter an die Menschen glauben, gell? Weiter an das Gute glauben, weil manchmal denke ich mir, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aber naja. Das ist echt so, manchmal denke ich so, was? Nein, wie kann man das machen? Wie kann man das tun? Aber, ja, okay, verletzte Menschen verletzen Menschen, gell? Das ist halt so. Ja. Ich bin ja so ein Fan von Dr. Gabor Mate, der das Buch geschrieben hat, Wenn der Körper Nein sagt. Und der sagt, die größte Pandemie ist eigentlich die Verletzung, also die Familientraumata, dass man diese Verletzung immer wieder weitergeht. Und das ist das wahre Krankmachende in unserer Gesellschaft. Oh, spannend. Ja, weil da ist auch immer so das kann ich vielleicht auch noch sagen, ich hatte immer einen emotionalen Stress in mir. Immer unterschwellig war ich immer gestresst. Ich war immer auf Adrenalin. Und erst als ich meine Traumata geheilt habe, erst als ich gelernt habe zu fühlen und angefangen habe, mich selber zu lieben, ist dieser emotionale Stress weggegangen. Und wir wissen heute in der Forschung, dass Stress der Grund Nummer 1 ist, dass unser Immunsystem geschwächt ist. Also unsere ganze Menschheit wäre viel stärker, wenn wir geheilt wären von innen heraus, wenn wir gesund wären und dieser emotionale Stress nicht mehr da wäre, der uns die ganze Zeit triggert, der uns sagt, du bist nicht gut genug, du musst noch das leisten und wenn du das nicht machst, wirst du nicht akzeptiert. Das ist so ein schrecklicher Druck, dem wir ausgesetzt sind und das können wir nur selber heilen. Ich muss das für mich heilen, du für dich, ihr für euch. Jeder muss das für sich heilen. Ja. Und die Heilung entsteht ja schon allein, wenn man anfängt, quasi nicht immer wieder auf diese Emotion aufzuspringen. Also weil ich finde, eigentlich eine total schöne Reflexion sind ja die Eltern. Also das ist ja, also ein Spruch finde ich immer so cool, du weißt, wie weit du bist, wenn du deine Familie besucht hast. Weil du fühlst dann gleich, okay, kannst du da bei dir bleiben oder halt bei sehr nahestehenden Menschen, ja, oder merkst du, das bringt dich wieder aus deiner Mitte raus. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch in letzter Zeit, und das finde ich so spannend, dass du das sagst, in letzter Zeit kamen bei mir so viele Schuldgefühle hoch. Also so ganz altes Zeug. Also ich habe in der Meditation gemerkt, wie mein ganzer Rücken brennt. Gell? Das ist einmal komplett der Wirbelsäule entlang gegangen. Und ich dachte mir so, what the fuck? Was ist das? Gell? Und dann bin ich mitten in der Nacht mal aufgewacht und immer noch, der Rücken hat gebrannt. Und ich finde halt Louise Hay so cool, weil die das auch manchmal sagt. Was sagt es so? Und bei mir hat es wirklich in der Mitte und oben gebrannt. Und Mitte ist Schuldgefühle, mittlerer Rücken und oberer Rücken ist, ich erlaube mir Liebe nicht. Und es war so spannend, gell? Es sind Bilder hochgekommen vom Krieg oder was weiß ich was, wo auch immer das herkam, ob ich das selber mal war oder ob das in der Familie war, so wie du sagst. Und das ist ja einfach, besonders hier in Deutschland so krass spürbar, ist ja genau diese Kriegsenergie. Also das ist ja, glaube ich, auch dieses Schuldgefühl, was hier so präsent ist. Und wir wollen ja nicht nochmal eigentlich genau diese Geschichte wieder durchmachen und stehen eigentlich genau an der gleichen Schwelle wie damals, ja. Darf man ja nicht so laut sagen, aber schaut ja keiner zu. Und das finde ich halt gerade so spannend, weil jedes Land hat ja eine andere Energie. Und jedes Land zeigt dir genau diese ganzen Ängste so krass auf. Und das ist so, wie du sagst, wenn wir uns halt bereit machen, in diese Selbstliebe zu gehen, sei es auch in die Körperliebe oder in was anderem, dann heißt es manchmal, wohin zu schauen, wo es halt nicht schön ist. Ja. Und
ja, da ist mir selbst bewusst geworden, wie oft beschuldige ich mich für etwas. Also wie oft tue ich mir selber sogar auch etwas an, was nicht schön ist. Und also weiß nicht, ob du da auch was hast. Also eins kann ich sagen, vielleicht hilft es jemandem. Ich habe bemerkt, wenn ich meines Erachtens nicht so reine, schöne Gedanken habe, auch über andere Menschen, dann verurteile ich mich in einem gewissen Rahmen. Und bei jedem kann sich das anders auswirken. Und weißt du, was das bei mir oft ist? Ich stehe am Abend vorm Spiegel und drücke an irgendwelche Stellen, wo vielleicht ein Ansatz vom Pickel wäre und kann nicht mehr aufhören. Ich kann nicht mehr aufhören. Und im Nachhinein ist das ja auch eine Art von Bestrafung. Gell? Also wie bescheuert ist das eigentlich? Ja. Und, weißt, und da wurde mir mal bewusst, wie krass eigentlich unser Körper oder jedes Verhalten, das wir haben, uns ja eigentlich aufzeigt, hey, da darfst du noch liebevoller zu dir sein. Da darfst du dir das erlauben. Davor, da schreibt auch jemand, doch darf man. Genau, du darfst dir auch mal erlauben, eben vielleicht nicht so positiv zu denken. Nicht immer perfekt sein zu müssen. Nicht immer das liebe, vorbildliche Mädel, weil ich, die liebe kleine Christina, muss immer ganz lieb und nett und freundlich sein und immer Danke, Amen und so weiter. Da jetzt durchzubrechen, du, ich sag's dir. Ja, ja, genau. Ja, diese Abgrenzung, dieses Nein sagen, dieses sagen können, nee, das finde ich voll scheiße. Ich finde das voll scheiße, dass ihr mir jetzt was vorschreibt oder dass ihr denkt, ihr wisst es besser. Auch das ist ja ein Selbstbewusstsein, zu sagen, das ist ja dann auch eine gesunde Abgrenzung. Zu sagen, ja, das ist eure Wahrheit, ihr dürft es sagen, aber sobald ihr in mein Territorium kommt, nö. Und da braucht es auch diese Wutenergie. Also Wut ist ja nicht nur diese zerstörerische Wut, die kann natürlich zerstörerisch sein, sondern es kann auch ein Kraftakt sein. Du kannst ein Ja oder ein Nein für etwas finden. Nach Vivian Dittmar zitiere ich das, eine wunderbare deutsche Philosophin. Und dieser Wutakt, den dürfen wir auch zelebrieren. Und gerade wir Frauen, wo es ja dann gleich heißt, nicht hysterisch, nicht anstrengend, doch. Und wir dürfen in einer Wut Grenzen setzen und sagen, so und nicht weiter. Ja, mega total wichtig. Voll. Das ist auch so ein Learning für mich gewesen. Ich darf Ja zu mir sagen, zu allen Anteilen von mir im Innen. Ich darf aber genauso Nein sagen im Außen, was einfach nicht passt. Und das ist einfach, wenn man, weißt, wenn ich überlege, ich habe eine behütete Kindheit und trotzdem sind da so Themen, wo du dir halt dann nicht erlaubst, für dich einzustehen oder so. Und mir fällt da immer so dieser Löwenbrüll ein, also so das Löwengebrüll eigentlich. Und in uns ist ja alle so eine Löwin oder ein Löwe. Und wir dürfen auch einfach mal so wirklich mutig sein und sagen, nein, weißt du, so dieses. Und das ist, wie du sagst, das ist auch Wut, das ist Kraft und das ist so, es kann hart sein, es kann schmerzhaft sein, seine Wahrheit zu sagen, aber am Ende hilft es auch andere aufzuwachen, hinzuschauen. Ja. Und deswegen bin ich, also auch ganz viel Dankbarkeit an dich, weil ich gesehen habe, dass du so ein Video gemacht hast, auch von YouTube, dass du da wirklich so deine Meinung gesagt hast. Und das gehört aktuell zurzeit wirklich zu sehr viel Mut, das zu machen. Also Chapeau. Ja. Danke. Bitte, bitte. Ja, ich hab alle Seiten beleuchtet. Ja, super. Genau. Ja, nee, das war mir so wichtig, weil ja, das wird einfach zu wenig alle Seiten betrachtet. Und dabei gibt es ganz tolle Studien unterdessen. Man muss halt nur lesen. Und was ein viele bisschen Menschen nicht graben. machen. Ja. Die lesen nur die Zeitungsüberschrift oder halt schlechte Zeitungen. Aber Ja, genau. das stimmt. Ja. Ja, schön. Jetzt Ja, haben wir so Wahnsinn. gequatscht, gell? Ja, genau. Also das war jetzt ein guter Talk von, was hat uns Krankheit und Heilung, also beides gelernt, auf welche Berufung hat es uns gebracht. Und mit Berufung muss man nicht nur einen Beruf in Verbindung setzen, sondern man kann auch wirklich das
was die Seelenaufgabe ist, das, was dich erfüllt, das, wo du dich lebendig fühlst und auch diese Eigenliebe spürst. Das, was du auch immer wieder erwähnt hast, dass du spürst, dass du dich liebst. Und ja, also ein wundervoller Weg. Ihr merkt, wir sind beide sehr dankbar für unsere Krankheitswege. Und auch die momentane Situation ist auch ein Geschenk. Das kann man ansehen wie eine Krankheit. Es schleift, es bringt uns näher zu unserer eigenen Wahrheit. Und wenn wir die in Liebe herausstrahlen, dann ist es ansteckend. Und das wird eine geile Pandemie. Geil, wenn wir das in Liebe herausstrahlen, wird das ansteckend. Geil, das ist ein Megasatz. Yes. Du hast es auf den Punkt gebracht, liebe Priscilla. Ich kann da gar nichts mehr hinzufügen. Ich sage danke für den Raum heute. Ich sage danke, dass wir uns hier austauschen durften. Und ja, immer wieder schön mit dir. Ja, denke ich mir auch immer. Ich habe mich mega gefreut auf das Gespräch mit dir. Das wiederholen wir wieder und ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Du, ich habe auch überlegt, ob ich nicht in die Schweiz noch vorbeikomme, bevor ich düse. Ja? Please, dann machen wir hier im See Kaltbaden, weil unserer ist ja Bergsee, der ist jetzt schon ziemlich kalt. Saugeil. Perfekt, das machen wir. Das können wir echt machen. Das finde ich cool. Perfekt. Sehr gut. Ja, nice. Hey ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und allen einen wunderschönen Abend. Christina, wir sehen uns wieder. Ich freue mich total drauf. Ich freue mich auch. Genau. Liebe raus, Hoffnung raus. Alles wird gut. Schönen Abend euch. Danke nochmal. Ciao. Tschüss.